Die aktuellen Entwicklungen rund um das UFO-Phänomen, durch die das Thema zumindest in den USA eine breitere und seriösere Medienpräsenz bekommen hat, begannen mit den Veröffentlichungen eines besonderen Falles aus dem Jahre 2004. Diese kamen allerdings erst 13 Jahre später im Jahre 2017 ans Licht, als Videos zu dem Fall veröffentlicht wurden und einige Augenzeugen ihre Erfahrungen mit der Welt teilten. Er gehört damit bereits zu einem der bestdokumentierten Fälle der jüngeren Ufologie, der von einer seriösen Betrachtung der Daten und der Glaubwürdigkeit der Augenzeugen gekennzeichnet ist. Ich möchte in diesem Video also einen kurzen Überblick zu den Ereignissen nahe des Flugzeugträgers USS Nimitz im Jahre 2004 geben. Alles begann Anfang November 2004 vor der Küste von San Diego, als der Kreuzer USS Princeton, der zu derselben Formation wie die USS Nimitz gehört, über einen Zeitraum von 2 Wochen mysteriöse Objekte auf dem Radar verfolgte. Kevin Day, der auf der Princeton stationiert war, erinnerte sich, dass er um den 10. November erstmals die deutlichen Radarspuren von mehreren Objekten bemerkt hat. In einem Interview äußerte er sich wie folgt zu den Ereignissen. The problem was about right on the 10th of November I started to observe these anomalous air contacts coming off the coast. They came in my radar envelope right around Catalina Island, which was to the north of us about 100 miles or 150 miles or so. And the weird thing about them, they were appearing in groups of between 5 and 10 in formation, and they were 28,000 feet going 100 knots, which was really strange. And so really slow speed for that altitude, yeah, right? Nothing else goes that slow up there. It's going to fall out of the sky because you need, the higher an altitude that you go, the more speed you need in order to create lift on the airfoil. Right. Air's thin up there, right? So. Dieses Interview in voller Länge sowie weitere Interviews mit Kevin Day sind in der Beschreibung zu finden. Am 14. November tauchten wieder unerklärliche Objekte auf und es wurde entschieden, die Situation von 2 Super Hornets der USS Nimitz untersuchen zu lassen. Das anführende Kampfflugzeug wurde dabei von Commander David Fravor geflogen, welcher diesen Vorfall bereits öfters in den US-Medien diskutierte. Da es immer sinnvoll ist, die Augenzeugen selbst zu Wort kommen zu lassen, werde ich nun ein Interview mit Commander David Fravor langsam durchgehen und an gewissen Punkten immer wieder Erklärungen abgeben. Thanks for coming on tonight. Tell us what you saw. Well, we had launched on a routine training mission. When we joined up, we were told that the event was going to be canceled and that we have real-world tasking, and we were sent out to the west. Now, take in mind that this has taken place about 100 miles southwest of San Diego, between San Diego and Ensenada, Mexico, on a clear, perfect day, blue waters. We get out to the spot where they tell us it's at. We start looking around, and both airplanes see a disturbance in the water and a white 40-foot long tic-tac shaped object just hovering above the water, going forward, back, left, right. There's no rotor wash, there's no wings, nothing. Als Fravor und seine Flieger den Zielort also erreichen, bemerken sie zuerst einen ovalen Bereich aus aufgewühltem Wasser an der Meeresoberfläche, mit einem glatteren Gebiet von hellerer Farbe in der Mitte, als ob die Wellen über etwas knapp unter der Oberfläche brachen. Sie schätzen die Größe dieses Bereichs auf etwa der einer Boeing 737, also ca. einer Länge von 30 Metern. Einige Sekunden danach bemerkten sie ein ungewöhnliches Objekt, das sich mit unregelmäßigen Bewegungen etwa 15 Meter über dem aufgewühlten Wasser hastig hin und her bewegte. Das Objekt wird als ein großer, hellweißer Tic-Tac beschrieben, ca. 12 Meter lang, ohne Fenster oder Bullauge, ohne Tragflächen und ohne sichtbaren Antrieb oder Abgase. Hören wir nun weiter David Fravor zu. So as we drive around in a clockwise flow, we get to about the 9 o'clock position, and I said, well, I'm going to go down and check it out, and the other jet is going to stay high. So as we go down, when we get to the 12 o'clock position, it starts to mirror us. So it's in a clockwise flow, and it's on the opposite side of the circle from us. And we continue this. It's in a climb. We're in a descent. We're getting a great look at it. This whole thing takes about probably up to 5 minutes from the time we show up. I get over to the 8 o'clock position. It's at about the 2 o'clock position, and I decide I'm going to go and see what it is, and it's about 2,000 feet below me. And I cut across the circle, and as I get within about a half mile of it, it rapidly accelerates to the south in about 2 seconds and disappears. What would you estimate the speed? Oh, well above supersonic.
it like a bullet out of a gun, it took off. Fravor begann einen kreisförmigen Flug, um sich dem Objekt zu nähern. Das Objekt behielt dabei die ganze Zeit einen gewissen Abstand zu seinem Flugzeug bei und imitierte seine Flugbahn in entgegengesetzten Kreisen. Dann versuchte Fravor ein aggressiveres Manöver und stürzte seine Super Hornet unter das Objekt. Doch zu diesem Zeitpunkt beschleunigte es und verschwand mit unheimlicher Geschwindigkeit in weniger als 2 Sekunden aus dem Sichtfeld. Die USS Princeton und Kevin Day, die die ganze Zeit über mit Fravors Team in Kontakt waren, meldeten nun, dass das Radarziel innerhalb von Sekunden am ehemals festgelegten Treffpunkt in 97 Kilometer Entfernung wieder aufgetaucht war. Laut dem Technologiemagazin Popular Mechanics hätte sich ein Objekt in der angegebenen Zeit mit mehr als 3900 km/h bewegen müssen, um diese Strecke zurückzulegen. 2 andere Kampfflieger untersuchten den neuen Radarort, aber konnten nichts mehr auffinden. Alle Flieger kehrten danach zur Nimitz zurück. So from what you know about aerodynamics, mechanics, physics, should this be possible, what you saw? Not with the technology that we have today. Not at all. Even now, even 13 years later, is there anything that you know of capable of this kind of behavior? No, there's nothing I know of. I mean, when we saw the video with the IR, it has no exhaust, no discernible things of anything form of propulsion. And this thing came from a dead hover over the water, just kind of moving around, to a climb up to about 12,000 feet to rapidly accelerating away in a climb, and in less than 2 seconds it was gone. And you figure you're talking 50 miles of visibility, and you can easily see an object that size easily out to 10 miles, and it just disappeared in seconds. Das Video, welches hier bereits öfters genannt wurde, wurde 2017 über das Pentagon veröffentlicht, zusammen mit der Offenlegung eines ehemaligen Programms zur Untersuchung von Unidentified Aerial Phenomena, also unidentifizierten Luftphänomenen. Das Programm trug den Namen Advanced Aerospace Threat Identification Program, kurz ATIP, und wurde über 5 Jahre mit 22 Millionen US-Dollar gefördert. Das kurze Infrarotvideo, was unter dem Namen Flare 1 bekannt ist, zeigt das tic-tac-förmige Objekt. Einige Zeugen berichten zudem, es würde eine längere Version des Videos geben, das auch die hastigen Bewegungen zeige. Dies kann ich hier allerdings nicht bestätigen. Die Navy hat die Echtheit des Videos verifiziert und verlauten lassen, dass es sich nach umfassender wissenschaftlicher Betrachtung um unerklärliche Luftphänomene handelt. Der Fall gilt also offiziell als ungeklärt. Hören wir nun noch dem Rest des Interviews mit Commander Fravor zu. Bottom line, what do you think this was? I believe, as do the other folks that were on the flight when we visually saw it, that it was something not from this world. When presumably you expressed that belief to your superiors, what did they say? Actually, we caught a lot of grief getting back to the boat, and it got passed off as an event that no one could explain. Now, keep in mind, they had been tracking these for 2 weeks prior to us seeing it, and this was the first time that manned airplanes had been airborne when the objects appeared. Ich möchte an dieser Stelle die Dokumentation The Nimitz Encounters auf YouTube empfehlen. Sie ist auf Englisch, aber unheimlich informativ. Es kommen viele weitere Augenzeugen zu Wort und man bekommt einen besseren Eindruck von der Situation auf der Nimitz während des Vorfalls. Ein Link zu dem Video ist in der Beschreibung. Wer sich noch weiter in das Thema vertiefen will, den empfehle ich den 270 Seiten langen Bericht des SCU über den Vorfall. Auch hierzu gibt es einen Link. Man könnte sicherlich noch sehr viel mehr über den Nimitz-UFO-Vorfall erzählen, aber ich denke, wir haben nun einen groben Überblick zu den Ereignissen erhalten. Die Veröffentlichung dieses Falles hat eine Entwicklung in Gang gesetzt, die bis heute anhält. Die Öffentlichkeit geht bereits deutlich seriöser mit dem Thema um, als dies noch vor ein paar Jahren der Fall war. Für mich persönlich ist er einer der eindrucksvollsten Fälle der vergangenen Jahrzehnte.
Man kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass dort vor der Küste am 14. November 2004 etwas war. Nur was, das ist die ungeklärte Frage. Ich hoffe, dass wir in Zukunft noch mehr Informationen erhalten und wir alle gemeinsam der Wahrheit jeden Tag etwas näher kommen.